Moin moin zusammen! Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Aus Tokio, der Hauptstadt von Japan, einer 14 Millionen Metropole. Und wir zeigen euch, was euch hier erwartet. So, wir sind hier gerade auf der Shibuya-Kreuzung, die geschäftigste Kreuzung der Welt wohl. Pro Ampelphase sollen hier ungefähr im Durchschnitt 3000 Menschen durchgehen. Das ist natürlich echt krass. Und ja, wir mittendrin gerade. Auf jeden Fall gewaltig. Sehr cool. Ja, wir sind hier gerade bei Shibuya Sky. Das befindet sich in der Nähe von der großen Shibuya-Kreuzung und zwar im Shibuya Scramble Square. Das ist ein Hochhaus, hat insgesamt 46 Stockwerke und ganz oben befindet sich eben diese Aussichtsplattform und da gibt es diese Instagram-Rolltreppe, die ihr bestimmt schon mal in Social Media gesehen habt. Das Ganze kostet zurzeit ungefähr 3000 Yen. Es kommt immer darauf an, ob man bis 15 Uhr oder ab 15 Uhr das Ticket bucht. Tickets sollte man vorbestellen, auf jeden Fall. Vorreservieren, ganz wichtig, weil sonst steht man hier und kann nicht rein, wie wir gestern. Ja, wir sind jetzt im Tokyo Tower. Und gleich geht's hoch. Einmal zum Main Deck und dann noch ganz hoch rüber zum Top Deck. Wer eine kostenlose Aussichtsplattform sucht, der sollte das Tokyo Metropolitan Government Building besuchen. In der Nähe vom Bahnhof Shinjuku bietet dieses Regierungsgebäude jeweils ein Observation Deck im 45. Stockwerk des Nord- und Südturms an. Neben dem tollen Ausblick auf die Stadt kann man 5 Minuten am öffentlichen Flügel spielen oder sich eine Auszeit im Café nehmen. Shinjuku hat aber noch viel mehr zu bieten als eine kostenlose Aussichtsplattform. Sobald die Sonne untergeht, erwacht hier das Nachtleben. Laut, bunt, verrückt.
während der riesige Godzilla-Kopf über den Dächern wacht und immer zur vollen Stunde zwischen 12 und 20 Uhr etwas Dampf ablässt, nehmen wir ein Getränk im Restaurant des Hotels Gracery mit direktem Blick auf den 12 Meter großen Kopf des Monsters. Unser persönliches Highlight ist das digitale Kunstmuseum TeamLab Borderless. Für etwa 22 € tauchst du hier in eine Welt der grenzenlosen Kreativität ein. Räume verändern sich, sobald du sie betrittst. Licht, Farben und Projektionen reagieren auf deine Anwesenheit und Bewegung. Eine Erfahrung, die dich komplett einnimmt. TeamLab Borderless ist ein Ort, an dem Technologie, Fantasie und Realität miteinander verschmelzen. Akihabara Electric Town ist ein Muss für alle Technik-, Gaming- und Anime-Fans. Überall bunte Leuchtreklamen, schrille Werbeanimationen und Shops, vollgepackt bis unters Dach. Zwischen Retro-Game-Stores, Elektronikläden und riesigen Anime-Figuren kann man sich hier stundenlang verlieren. Wir waren auch im Yodobashi Camera, einem gigantischen Elektronikkaufhaus direkt am Bahnhof. Reizüberflutung pur. Akihabara ist ein Teil von Tokio, der definitiv sehenswert ist. Wenn du der Reizüberflutung der Stadt entfliehen willst, dann bieten sich Parks und Gärten an. Diese sind zwar nicht menschenleer, aber bieten eine gute Gelegenheit, einmal durchzuatmen und das Tempo zu reduzieren. Im Yoyogi-Park spürst du sofort, wie der Lärm der Stadt leiser wird. Nur ein paar Schritte weiter liegt der bekannte Meiji-ji-Schrein. Er ist zwar gut besucht, aber trotzdem nicht zu sehr überlaufen und man verspürt hier eine angenehme Atmosphäre. Wenn du in der Zeit des Herbstlaubs in Tokio bist, dann empfehlen wir dir einen Besuch der Ginkgo-Allee. Wenn die Sonne auf die Blätter scheint, erstrahlt die ganze Straße in einem goldenen Licht. Direkt angrenzend haben wir Anfang Dezember einen Weihnachtsmarkt besucht. Was wir dort gesehen haben, hat uns wirklich überrascht. Doch dazu kommen wir später. Der Ueno-Park ist einer der vielseitigsten Parks in Tokio. Am Shinobatsu-See kann man entspannt mit dem Tretboot übers Wasser fahren und die Stadt für einen Moment hinter sich lassen. Wir kriegen ein Schwanenboot. Halbe Stunde darf man, ne? Ja, halbe Stunde, 1000 Yen sind zurzeit 5,55 €, glaube ich. Wer möchte, kann außerdem einen kleinen buddhistischen Tempel besuchen, der direkt am See liegt. In dem Park gibt es auch immer wieder Streetfood-Stände, die für kleine Snacks sorgen. Und an manchen Tagen findet auch ein Antiquitätenmarkt statt, perfekt, um besondere Souvenirs zu entdecken. Wir haben unser Hotel im Stadtteil Akasaka. Das ist für uns ziemlich perfekt, weil wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 10 Minuten in Shibuya oder innerhalb von 13 Minuten in Shinjuku und können aber auch zu Fuß laufen, also 30 Minuten ungefähr bis zum Tokyo Tower. Vieles ist fußläufig erreichbar und die U-Bahn-Anbindung ist hier auch ziemlich gut. Also man kommt wirklich in alle Stadtteile bequem hin, manchmal sogar ohne Umsteigen, also sehr, sehr gut. Und dann seht ihr das ja auch hier, wir haben sehr viele Shops, sehr viele Restaurants gibt es hier. Also für jeden Geschmack ist was dabei. Ja. Und ja. Ganz verschiedene Küchen auch, ne? Genau, ganz verschiedene Küchen, von Italienisch über original Japanisch, Chinesisch. Also alles Mögliche, was man sich nur so vorstellen kann. Peruanisch ist hier, Mexikanisch. Also haben wir nicht auch in Griechen gesehen? Bestimmt, ja. Genau, hier ist schon der Italiener. Wunderbare Pizza. Ja, oft sieht man die Gerichte schon ausgestellt in Plastik. Dann weiß man, wie groß die Portionen sind und was man zu erwarten hat. Das ist gar nicht schlecht. Ja, die besten Restaurants sind meistens die unscheinbarsten.
Man kann hier wunderbar Ramen essen. Da unten ist der Eingang. Also man sieht es fast kaum. Die Japaner sind sehr hart, was die Bewertung angeht. Also wenn man bei Google guckt und sich die Restaurantbewertungen mal durchliest, sind die Restaurants zum Teil gar nicht so gut bewertet. Und das hat uns erstmal abgeschreckt, auf jeden Fall. Wir hatten gesagt, ob wir da reingehen sollen. Das war irgendwie mit 3,9 von 5 Sternen bewertet bei Google. Und wir haben wunderbar gegessen. Also die Japaner sind da teilweise doch relativ hart, was so die Google-Bewertung angeht. Also da kann man sich nicht immer drauf verlassen. Also am besten guckt man einfach, wo viele Einheimische sitzen und hingehen, und das kann so schlecht dann nicht sein eigentlich. Wir zeigen euch mal das Hotel, und zwar wie es da drin so aussieht und auch was wir bezahlt haben. Wer sich in Tokio fortbewegen will, kommt um das U-Bahn-Fahren nicht herum. Die U-Bahn-Linien sind schnell, zuverlässig und günstig zu nutzen. Ideal, um schnell mal ein paar schöne Orte in der Hauptstadt zu besuchen. Wir sind schon mit so einigen öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, aber nichts hat uns auf den Bahnhof von Shinjuku vorbereitet. Aber seht selbst. Ja, wir sind hier in der Shinjuku Station, in der U-Bahnhof etc. Wir suchen seit wie lange suchen wir jetzt? Halbe Stunde? Es ist das verwirrendste U-Bahn-Netz der Welt hier. Wir suchen seit einer halben Stunde wirklich unsere Linie, damit wir wieder wieder zum Hotel zurückkommen. Ja. Nach Akasaka. Der Bahnhof Shinjuku ist der verkehrsreichste Knotenpunkt der Welt. Es gibt 34 Bahnsteiggleise und über 200 Ausgänge. 2018 wurde festgestellt, dass etwa 3,6 Millionen Menschen pro Tag diesen Bahnhof nutzen. Ob wir es hier jemals wieder rausschaffen? Gerade als wir anfangen wollten, uns mit der Situation abzufinden, dass wir für immer im Untergrund von Shinjuku gefangen sind und uns heimisch in der Station einrichten wollten, haben wir dann doch noch die richtige Linie gefunden. Ah, das Emso, ja, nach rechts. Und es geht weiter. Wie lange laufen wir denn jetzt? Ah, genau. Wir müssen zu unserer Verteidigung sagen, dass hier auch Baustelle ist. Den normalen Weg hätten wir natürlich easy gefunden. Aber super Abenteuer, oder? Ja. Wer nichts erlebt, kann auch nichts erzählen. So, oh, jetzt haben wir es. Wir haben es. Wir sind die Marunouchi-Line. Ja. Guck uns mal an, ey, was für ein Labyrinth. Genau, also hier. Wo sind wir hier? Irgendwo. Irgendwo in den unendlichen Weiten. Wir haben es geschafft. Also was wir euch empfehlen können, ist hier die Welcome Suica Card. Die ist kostenlos. Wir haben uns sie am Flughafen haben wir uns sie geholt. Kostet auch keine Kaution. Man kann diese Karte aufladen, das ist so eine Prepaid-Karte, und man kann in Geschäften damit bezahlen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Man kann bis zu 20.000 japanische Yen damit aufladen, das sind ungefähr 111 €. Und wenn man jetzt hier so an der Station ist, dann legt man hier die Karte auf. Dann sieht man hier noch, wie viel drauf ist. Und dann geht man hier einfach durch. Und wenn man dann fährt man mit Bahn.
Genau, wir sind jetzt angekommen. Wir nehmen diese Karte jetzt wieder, legen die hier einmal auf nur. Das Tor geht auf und hier sieht man, was es gekostet hat und wie viel man noch zur Verfügung hat auf der Karte. So gut, jede Station hat öffentliche Toiletten. Das ist auch wirklich sehr gut. Eine Sache noch zu den Verhaltensregeln. In der U-Bahn sollte man nicht laut sprechen oder telefonieren. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt in Tokio. Hier direkt. New Glanz heißt der Shop. Ein Glühwein, da steht sogar Glühwein. Mal gucken, ob sie das auf Deutsch verstehen. Mal gucken. Haxe mit Stäbchen. Ich glaube, du hast zu viel Glühwein schon getrunken. Kann das sein? Arigato gozaimasu. Mit einem Biss drin. Dann beißt schon ab. Da vorne sieht man es. Brezeln mit Schokoladensoße. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Die Bude heißt Schick. Onionblume. Warsteiner. Das ist schon cool, also hier die Namen zu lesen, ist schon witzig auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall sehr nett. Karamelliten. Das war eine sehr interessante Erfahrung auf dem Weihnachtsmarkt in Tokio. Wir haben ja sehr viele deutsche Produkte gesehen, also Sauerkraut wurde verkauft, Würstchen, deutsches Bier wurde angeboten und an den Hütten standen auch so deutsche Begriffe, also das war sehr, sehr interessant. Ja, das war total lustig. Brezel, total irre mit Pistaziengeschmack und Schokoladenguss und so. Ja, es war irgendwie so eine Mischung aus Oktoberfest und Weihnachtsmarkt zusammen. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von euch und wünschen euch einen schönen 3. Advent. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.